Herzlich willkommen zu einem neuen Video von LC Performance. Heute mal wieder bei Sonnenschein. Nicht morgens um 7 und auch nicht abends um 8, sondern jetzt haben wir es noch Nachmittag, schönes Wetter und haben gesagt, wir nutzen es mal aus, dass wir hier unseren KTM Crossbow zeigen, weil der wird heute wieder ausgeliefert, war jetzt ungefähr eine Woche bei uns und ja, wir haben ein paar Sachen dran gemacht. Es muss nicht immer Special sein und Stage 5 und Turbo Upgrade und so weiter. Es war jetzt einfach ein Standard-Service, den wir jetzt hier bei dem Auto gemacht haben, in Anführungsstrichen Standard-Service, da kommen wir gleich näher dazu. Ich würde gerne noch was zum Auto selber sagen, weil das Auto ist selten. Mittlerweile wirklich sehr, sehr selten. Von der Fahrgestellnummer, man sieht es schon, die Kenner wissen dann, okay, die ersten 100 produzierten waren die Dallara Vollcarbon. Das Ganze lehnt sich hier so ein bisschen an. Dallara hatte das ganze Design eigentlich in Orange und Carbon gehalten. Hier haben wir es jetzt grün, es wurde umlackiert, aber entspricht eigentlich dem Dallara Design. Was heißt Dallara? Dallara hatte ein Abkommen mit KTM, dass die ersten 100 produzierten Autos eben Dallara 100 nennen. Die waren dann auch speziell nochmal gelabelt und hatten diese 100 auf dem Fahrzeug stehen. Und das ist hier dieses Design, allerdings nicht in Orange wie original, sondern hier wurde wahrscheinlich abgeklebt und nachlackiert, das Ganze einfach in grün übernommen. Woran erkenne ich das? Das ist einmal das Design selber und wenn die Barbara ein paar Nahaufnahmen macht, dann sieht man eben, dass das nicht Standard schwarz ist, sondern dass das wirklich Sichtcarbon ist mit einem Klarlack. Und das ist halt Qualität High-End, muss man sagen, weil die Teile könnte ich jetzt runterschleifen und hätte dann ein Sichtcarbon-Teil. Und das war damals auch das Ziel, maximale Qualität zu zeigen, dass alle Teile aus Carbon sind. Wir haben hier nicht nur das Carbon-Monocoque-Chassis, sondern eben auch alle Bonnets. Bonnets sind diese lackierten Teile hier, so sagt man dazu, sind eben auch in Sichtcarbon. Und hinzu kommt noch, dass der Dallara damals nicht nur Sichtcarbon-Monocoque und Karosserieteile hatte, sondern auch einen Carbon-Unterboden. Der Carbon-Unterboden ist dreigeteilt und ist ein ziemlich geiles Teil. Ich wollte es immer haben, aber er war wirklich arschteuer. Kostet 11.400 € netto oder hat er damals gekostet, gibt es ja heute so nicht mehr. Also es ist echt ein mega Bauteil, weil das wertet das Auto brutal auf. Hinzu kommt noch, dass wir hier keine Kunststoffabdeckungen haben, sondern Carbon-Cover. Das ist auch was an der Stabilität einiges ausmacht, weil die Kunststoff-Radhäuser sind wesentlich labiler und die aus Carbon sind viel steifer und sehen natürlich einfach mega geil aus. Und das letzte Gimmick, wo man einen originalen Dallara dran erkennt, Zentralmotor-Serie. Die kann man natürlich im Powerpart-Katalog nachbestellen und nachrüsten. Hier bei diesem Fahrzeug war es damals tatsächlich Serie. Der hat damit eigentlich Vollausstattung und hat eben auch hier die Airbox aus Carbon, wie man sieht. Hier auch nochmal das Design übernommen von vorne, was der Dallara hatte, dass man hier nochmal zeigt, dass es Sichtcarbon, wovon wir sprechen. Headrest ist nachgerüstet, gibt es im Powerpart-Katalog, ist für den Straßenverkehr in Deutschland nicht zugelassen, aber das Auto ist ja nicht aus Deutschland, von dem her ist es egal. Gab es auch in Kunststoff oder Sichtcarbon, er hat hier auch die Sichtcarbon-Variante und ja, eigentlich gab es nicht mehr zu bestellen, absolut High-End. Natürlich Powerpart-mäßig, Fahrwerk, Side-Drops und so weiter, aber ich sag, was Carbon angeht, ist hier eigentlich schon alles geboten, was gut und teuer ist. Ja. So, was haben wir am Auto gemacht? Wir haben Auftrag vom Kunde gekriegt, der hat es relativ frisch gekauft und wollte einfach auf Nummer sicher gehen, dass serviceseitig alles erledigt ist. Öl, Licht, Luft, Wasser. Wir haben uns alles angeschaut, haben gesehen, die Zündkerzen sind nicht mehr ganz so fresh, haben die Zündkerzen mitgetauscht, Bremsflüssigkeit haben wir gemacht. Wir haben das Fahrwerk neu eingestellt, das war dem Kunden zu hart. Erstmal die Grundeinstellung gewählt, weil wir hier auch tatsächlich unterschiedliche Klicks hatten, links und rechts. Haben das wieder auf die Grundeinstellung gestellt, haben unsere verstellbaren Pushrods auch wieder, sag ich mal, auf ein Maß gebracht. Das war auch unterschiedlich. Haben unsere Shims wieder rausgeholt, die hier drin waren, die da eigentlich jetzt nichts verloren haben nach der Achsvermessung und der Einstellung und haben dem Kunden jetzt eine schöne Straßen-Fahrwerkseinstellung verpasst, wo er sehr, sehr gut auf der Straße, Bergpässe unterwegs sein kann. Das ist natürlich jetzt kein Rennstrecken-Setup, muss man ganz klar sagen, aber das war auch bewusst der Grund, warum der Kunde zu uns gekommen ist. Er wollte ein Straßen-Setup haben. Das haben wir ihm jetzt verpasst, haben eben diese ganzen Servicearbeiten verrichtet mit Öl, Licht, Luft, Wasser, Zündkerzen noch mitgemacht, Luftfilter noch mitgemacht, der sah auch nicht mehr so fresh aus. Und ja, jetzt ist das Auto wieder einsatzbereit und kann im Spätsommer noch ein bisschen bewegt werden. Der Kunde kommt heute Nachmittag vorbei, holt das Auto wieder ab und ja,
wenn ihr Fragen habt zum Auto, serviceseitig oder bezüglich Anschaffung eines solchen Kfz, gerne bei uns melden. Wir können auch Komplettpakete bieten. Das heißt, wenn jemand was haben möchte, Auto mit Leistungssteigerung, ist das auch kein Problem. Wir haben da gute Kontakte, können solche Autos besorgen und dementsprechend Pakete anbieten. Bei dem Auto haben wir noch ein paar Besonderheiten. Da haben wir nichts dran gemacht. Ich will es bloß mal zeigen. Wir haben hinten ein Auspuff, der nicht von LCE ist, der war schon verbaut. Das Auto ist auch sehr, sehr gut im Futter. Ich habe es vorhin gemerkt, bei der Endabnahme habe ich eine Probefahrt gemacht und ja, der sieht nicht nur krass aus, sondern fährt auch krass. Der hat echt richtig Bums. Und ja, von dem her leistungstechnisch unberührt. Das war schon. Der Kunde weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie viel Leistung das Auto hat. Wollte jetzt auch gar nicht wissen. Er ist happy mit der Leistung und das Auto fährt auch sehr gut, muss man sagen. Und von dem her haben wir hier bloß mal einen kleinen, mittleren Service gemacht, wenn man das so sagen möchte. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen, Wünsche, sonst irgendwas. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft öfters KTM-Videos drehen, weil wir haben noch ein paar Autos da. Letzte Woche schon wieder einen ausgeliefert, der von uns eine Software gekriegt hat. Der war auf dem Prüfstand. Ich denke, da habt ihr schon was dazu gesehen. Wir haben ja immer wieder was jetzt da. Jetzt haben wir auch einen mit einem Umbau da. Das heißt, der kriegt nochmal hier Ladeluftkühler und Leistung rein. Und dazu werden wir euch in den nächsten Wochen dann auch wieder das ein oder andere Video bringen. Und damit ich keinen Ärger kriege von der Barbara, weil sie gesagt hat, heute maximal 10 Minuten, würde ich das Ganze jetzt schon langsam ausklingen lassen. 2 Sachen habe ich vergessen, damit wir unsere 10 Minuten auch heute voll kriegen, Barbara. Und zwar Heckspoiler, natürlich nicht Serie beim Dallara. Der wurde nachgerüstet, original KTM-Teil, haben wir letztes Mal bei unserem Auto schon vorgestellt. Gehört für mich auf jeden KTM drauf, egal ob Facelift oder nicht. Ist für mich eins der besten Bauteile. Und wir haben, weil der Kunde hierher gefahren ist und hatte nur noch 0,2 Bar im Reifen hinten rechts, eben gesehen, dass da ein Nagel drin ist. Haben den jetzt einmal ausgetauscht, natürlich auf der Achse, beide Reifen, sonst bringt es natürlich nichts. Und ja, damit haben wir eigentlich alles erledigt, was der Kunde sich gewünscht hat und was nötig war. Motorseitig, Zahnriemen ist noch gut, haben wir uns angeschaut. Das passt, der wurde vor nicht allzu langer Zeit gewechselt und ja, das war es eigentlich schon. Und in diesem Sinne, damit ich in meinen 10 Minuten bleibe, die ich versprochen habe, sage ich hiermit vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns ein Like da, kommentiert fleißig und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir machen noch 1, 2 Stunden und dann machen wir auch Feierabend. Also, bis dann. Ciao, ciao.